Meine Damen und Herren, ich wollte mich zuerst bei allen Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben, das Video über die Hebelübungen zu erstellen. Wenn man die Frage gelesen hat und die Situation gezeichnet hat, die bekannten Angaben werden aufgelistet. Aus der Übung entnehmen wir alle physikalischen Größen. In der Regel sind sie mit Maßeinheiten versehen. Wir verwenden das metrische System, das durch das Dekret vom 18. Keimmonat des 3. Jahres der Republik eingeführt wurde. Die Längen werden mit dem Symbol kleines l dargestellt und die Einheit ist der Meter, kleines m. Die Kräfte stellt man mit einem großen F dar. Die Einheit ist der Newton, großes N. Wenn wir eine Größe in Kilogramm haben, dann ist es die Masse. Manchmal ist es in Gramm, Zentigramm oder Hektogramm. Dann wandelt man es mit dieser Tabelle um. Dann kann man endlich die Gewichtskraft finden, indem wir die Masse mit 9,81 Newton pro Kilogramm multiplizieren. Um zu vereinfachen, runden wir auf 10 Newton pro Kilogramm auf. Dann bestatten wir die Unbekannte mit einem Fragezeichen. Jetzt werde ich mir einige Antworten der Schüler anschauen. Unterschied zwischen Gleichzeichen und Doppelpunkt auch nie gelernt. Nicht hoffen, dass man da ein Diplom schenkt. Wandelt der nie in Meter um? Wahrscheinlich auch zu kurz gekommen. Eine Kraft wird nie in Kilogramm gemessen. Da haben die Eltern auch bereut, kein benutzt zu haben. Kein Pfeil auf FG. Kurz gefasst, man sucht die Informationen heraus, die zur Lösung der Aufgabe nützlich sind und schreibt sie mit den entsprechenden Symbolen und den passenden Einheiten auf. Und man bestimmt die Unbekannte.